So, herzlich willkommen zu einem neuen Schachvideo. Wir reisen heute in das Jahr 1851 nach London. Dort hatte im Mai das erste internationale Schachturnier der Geschichte stattgefunden im Crystal Palace. Sieger war der Breslauer Mathelehrer Adolf Anderssen. Und wenige Wochen später trifft er sich hier in London mit dem anderen Weltklasse-Spieler Lionel Kieseritzky, um im Café Simpsons die Kräfte zu messen. Also wieder eine Partie nicht aus einem Turnier, sondern aus einem Café. Andersen mit den weißen Steinen spielt das Königsgambit mit F4. Und Kieseritzky schlägt, wie es üblich war. Der Bauer wurde abgelenkt aus der Mitte. Das ist die Idee vom Königsgambit. Läufer C4, eher selten gespielt. Meistens wird Springer F3 gespielt, denn Läufer C4 erlaubt das Damenschach auf H4. Jetzt ist der beste Zug, den König nach F1 zu stellen. Dazwischenziehen mit Bauer G3 ist keine gute Idee, denn der Bauer wird geschlagen, zurückschlagen mit dem H-Bauern, verliert den Turm auf H1. Zieht der Springer nach F3, um die Dame zu bedrohen, kann man trotzdem Bauer G2 spielen, die Dame sagt Schach und auch wenn sie geschlagen werden kann, taucht sie in der Ecke wieder auf, nachdem sie sich den Turm geschnappt hat. All diese Varianten gut für Schwarz, deswegen König F1. Und diese Eröffnung wird heute selten gespielt, weil der weiße König schlecht steht. Die schwarze Dame steht auch nicht gut auf H4. Es gibt bessere Möglichkeiten, den Anfang zu gestalten. Aber 1851, es ist die Zeit vieler Gambits und Schwarz streut auch einen Gambitzug ein. Das ist Bauer B5. Ungedeckter Bauer wird geschlagen vom Läufer und der Läufer wurde damit abgelenkt von der Diagonale, wo er auf den Bauern F7 beim schwarzen König gezielt hat. Gut, danach entwickelt Schwarz seinen Springer nach F6 und wir sehen zum ersten Mal, warum die schwarze Dame nicht gut steht, denn nach Springer F3 muss sie ziehen, geht nach H6. Deckt den Bauern F4. Nachdem D3 gespielt wurde, wird der auch angegriffen vom weißen Läufer C1. Schwarz deckt den Bauern nochmal. Droht auch hier Springer G3. Die Gabel auf König und Turm würde der H-Bauer hier schlagen, schlägt die Dame danach den ungedeckten Turm auf H1. Springer H4 verhindert diese Taktik. Jetzt stehen beide Springer am Rand bringt Kummer und Schand. Die Dame geht nach G5, macht eine Gabel auf den Springer auf H4 und den Läufer auf B5. Das verhindert erstmal der Zug Springer nach F5. Allerdings wurde hier gesagt, dass G6 ein guter Zug für Schwarz ist. Er scheint auch eine Figur zu gewinnen. Denn selbst wenn der Springer nach D4 zieht, um den Läufer zu decken, nach Läufer G7 geht eine weiße Figur verloren, Schwarz kommt in Vorteil. Aber das Problem bei dem Zug G6, der nicht gespielt wurde in der Partie, ist, dass Weiß die Antwort Bauer H4 hat und die Dame bedroht. Und wenn die nach F6 geht, hat der Springer von F5 keine Fluchtfelder mehr, auf die er sich retten kann. Andererseits kann man ihn auch stehen lassen, denn sollte er vom Bauern G6 geschlagen werden, deckt der Bauer G6 den Springer H5 nicht mehr. Und Weiß könnte seinerseits den Springer auf H5 schlagen. Und das alles erklärt vielleicht, warum hier nicht Bauer G6 kam. Stattdessen kommt Bauer C6. Der weiße Läufer wird angegriffen auf B5. Und hier kommt die Antwort Bauer G4. Technisch möglich, sie en passant zu schlagen. Bauer F4 schlägt nach G3 den Bauern G4, aber dann würde die schwarze Dame fallen. Von daher en passant möglich, aber keine gute Idee. Stattdessen rettet sich der Springer. Der Bauer G4 ist zweimal angegriffen durch Springer und Dame, aber es hängt ja auch noch der Läufer auf B5. Andersen sagt sich,
Der Bauer ist mir gerade wichtiger und opfert seinen Läufer. Opfer wurden immer angenommen, er konnte damit rechnen, dass dieser Läufer geschlagen wird, selbst wenn es nicht der beste Zug gewesen wäre. Und nach Bauer H4 kommt die Dame unter Bedrängnis. Sie hat nur das eine Feld, nämlich G6. Und nachdem der Bauer nach H5 geht, muss die Dame wieder einen vor. Dame F3 und jetzt droht Läufer schlägt F4 und die Dame wäre gefangen. Deswegen muss Schwarz reagieren, stellt den Springer auf sein Ausgangsfeld zurück und nach Läufer F4 hat die Dame damit ein Fluchtfeld auf F6. Droht auch Dame schlägt B2. Das wird mit einfacher Figurenentwicklung verhindert und Schwarz entwickelt eine Figur mit einer Drohung, auch meistens eine gute Idee. Läufer C5 bedroht den Turm auf G1. Weiß seinerseits macht eine Gegendrohung. Springer nach D5 bedroht die Dame und droht auch Springer C7 die Gabel auf König und Turm. Dame rettet sich und schlägt ihrerseits den Bauern auf B2. Droht Dame schlägt A1. Jetzt drohen beide weiße Türme geschlagen zu werden. Und die Partie ist als unsterbliche Partie in die Geschichte eingegangen, wegen vor allem der nächsten Züge, die sehr spektakulär sind. Weiß entscheidet sich nämlich nicht dafür, einen der Türme zu retten oder die Gabel Springer C7 zu spielen, sondern spielt an dieser Stelle den Zug Läufer D6. Sollte Schwarz hier auf die Idee kommen, Läufer zu tauschen, wäre das ein Matt in 3, aber das kümmert uns nicht. Schwarz hat ja bessere Züge, er kann einen der beiden Türme schlagen. Und spätere Analysen sowie unsere heutigen Computer haben natürlich gezeigt, was der beste Zug ist. Es wäre Dame schlägt A1 und das würde Schwarz in Vorteil bringen. Im Londoner Café Simpson entscheidet sich Kieseritzky für Läufer schlägt G1. Und Andersen rettet nicht etwa seinen anderen Turm, schlägt den Läufer oder macht irgendwas in der Art. Er entscheidet sich dafür, dass das Wichtigste an dieser Stelle ist, die Diagonale für die Dame zu unterbrechen und der schwarzen Dame den Blick zu versperren auf den Bauern G7. Kieseritzky sagt sich, naja, was ich habe, das habe ich, schlägt mit Schach den Turm auf A1. Der weiße König muss ziehen und danach guckt sich Kieseritzky die Drohung an und er verhindert ein Matt mit Springer A6. Das verhindert nämlich, dass der Läufer ein Matt auf C7 sagen kann. Allerdings hat Kieseritzky ein anderes Matt in 3 übersehen. Und wer jetzt schnell genug auf den Pausenknopf drückt, kann ein bisschen rumrätseln, wo hier das Matt in 3 steckt. Andersen hatte nicht so viele Probleme, diesen Schluss zu finden. Er spielte recht zügig die nächsten Züge, die die Partie berühmt machen, und die fangen an mit Springer G7. Wie gesagt, jetzt geschützt durch den Bauern E5. Die Dame hat keinen Zugriff mehr auf das Feld G7. Einzige Antwort ist König nach D8. Und auch wenn der Läufer hier kein Matt auf C7 sagen kann, opfert sich die Dame auf F6. Und nachdem der Springer schlägt, sagt der Läufer das Matt auf dem Feld E7. Und mit 2 geopferten Türmen, einer geopferten Dame geht diese Partie ein als die unsterbliche Partie in die Schachgeschichte. Weiß setzt mit den 3 verbliebenen Leichtfiguren matt, während Schwarz alle Figuren auf dem Spielbrett hat.